Thanks. Okay. Ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations World Food Programme, I would like to thank you for having the opportunity to participate in this 11th StopArmut-Konferenz. Also es ist für Sie eine grosse Ehre, dabei zu sein bei der Konferenz und über die Projekte, die Sie da haben, zu reden. Unfortunately, I'm not starting my intervention on a positive note. Sie möchten mit einer positiven Anmerkung starten. To achieve the Agenda 2030. We're not on track with the Sustainable Development Goals, and especially Sustainable Development Goal 2, Stop Hunger. Also es ist ein Projekt da, um den Hunger zu stoppen auf der ganzen Welt. This year in 2019, we're due to support 821 million people who are suffering of hunger. 120 Kinder, Menschen, die werden mit dem UNO-Programm unterstützt und wo geholfen wird. Wars, extremism, like currently in Sahel, climate change, land degradation. And mit verschiedenen Programmen, some 2 billion people are suffering werden. from acute and severe malnutrition that puts a further pressure on us. The reason for these 2 billion people who are further suffering on hunger are the inequalities in income and the lack of access to assets and to services. Und sie probieren das mit auch Qualität, um die Leute auch zu ernähren in den Ländern, wo eben der Hunger dort herrscht. Food as a weapon of war. They use starvation as a weapon of war, despite prohibition by international humanitarian law. We are at the moment, we know it, where we're witnessing more people are fleeing their homes at any moment since the Second World War, making it difficult for people, for millions of people, wegen Krieg müssen ganz viele Leute auch ein neues Heim suchen, if current trends continue and if we are unable to have this trend, we'll definitely not be able to meet the Agenda 2030. Und eben das ist ein Teil von der Agenda 2015, die die UNO beschlossen hat. The United Nations organization with whom I've been working for the last 18 years. Und für die letzten 18 Jahre hat sie bei der ONU-Organisation gearbeitet und hat dort davon beigetragen, dass die Leute ihr Leben ändern können. And we also help communities build their resilience and have a more nutritious life. Let me give you some examples of the type of support we provide. Sie wird verschiedene Sachen aufzeigen, wie man geholfen hat zu dieser Zeit. 83 countries in the world, and we assist on average 87 million people. Of course, depends also on the emergency that may come through, like the Nepal earthquake a couple of years ago, like the cyclones that come regularly in certain parts of Schritt für the Schritt world. geht man da vorwärts und 87 Millionen Menschen, wo man da geholfen hat mit dem Programm, wo sie dort drüber reden. 83 countries, 87 million people with help, be it in-kind food, like 83 bags of Länder, food, die da vertreten sind und wo man da dazu beigetragen we've hat. done an assessment and we realized the injection of the new money that we'll be bringing to these people will not create inflation into the area, into the community. Und man hat vor allem geholfen auch mit verschiedenen Aktionen. Es wird auch zeigen, das Feld, wo da ist, um können, dass nicht nur Nahrung runterbringen, sondern dass das Programm vor allem auch für Kinder angeboten werden, wo man nachhaltig kann helfen. Und dass man eben auch dazu gehört hat, dass man Kinder in die Schule schickt, dass sie können ihr Leben auch ändern. We tackle girls and we ensure that cultural barriers do not prevent girls from going to school. For example, in vielen Ländern ist auch das Problem, zum Beispiel in Malawi, dass Mädchen bis dorthin nicht in die Schule gegangen sind. Which may prevent girls from going to school. Sie haben geholfen, eben, dass die Kinder, vor allem Mädchen, dann in die Schule gegangen sind. I will go a bit more in length on it later on. But it's about having a conversation with the communities that we're supporting, sitting down with them and see what type of assets they would like to have in the area, in their area, where we could support them. So in exchange of the man hours they do, we give them food,
cash if we're not creating inflation. Und man hat dann eben auch für Hilfe und für Arbeit, die Menschen auch gemacht haben, hat man dann Zahlungen gemacht in Form von Geld, aber eben auch in Nahrung. Land and water are typical drivers of conflict or tensions. Und in Kirgisistan da hat es verschiedene Konflikte, zum Beispiel ums Wasser im Land, wo dort herrschen. To bring them together and discuss jointly what type of asset we could create that could support both of them. We've done land rehabilitation, we've done water embankment, we've done road rehabilitation, just to name some few assets that are for the benefit of both communities and has brought them to more peaceful coexistence. Und man hat dazu können beitragen mit so verschiedenen Aktionen, dass eben der Frieden auch im Land hat können gefördert werden. In Munich, Germany, and that allow us to bring new innovation into the way we work. We use drones. Drones have become one way for us to do assessments. So whenever there is an earthquake or a cyclone, auch in München hat man verschiedene Projekte realisiert und in Angriff genommen, um können realisieren, um können so Ideen auch in die einzelnen Länder hineinbringen. Drones allow us for high resolution imagery, greater reach and also cheaper. It's really our trend of working right now. Und natürlich muss man auch auf die Kosten schauen, die Kosten, die ein wichtiger Faktor auch ist, und auch das Wachstum selber. We use hydroponics, it means that people need less water, but they can have a more, let's say, developed agriculture. Last but not least, I mentioned it before, but it's a big project for us. We give cash increasingly. So instead of delivering bags of food, tut man Geld investieren ins Wachstum in diesen Ländern. Die verschiedene Kulturen, die natürlich auch ein Thema sind. In the Al-Zatari camp in Jordan, where sits some 100,000 refugees from Syria. Und zum Beispiel in Jordanien, wo Probleme sind, weil dort ganz viele Flüchtlinge aus Syrien und im Irak sind so Hunderttausende von Flüchtlingen, die in Jordanien sind. We will use the biometric approach, whereby we will use blockchain. The people will go by the cash machine, will have their their eye scanned. Und da werden für die Hilfe und auch für die Möglichkeiten, dass alle Menschen gleich viel bekommen, werden auch verschiedene Methoden angewendet, auch mit dem biologischen Abdruck. Dass man eben den Menschen auch besser kann helfen und dass auch die Hilfe auch bei jedem Einzelnen nachkommt. Protect us from fraud, and also we can better see what the people we're supporting actually really need. Sometimes we give them things that auch für sie ist es gerade in der Organisation auch gut, man kann noch besser sehen, wo ist welche Hilfe möglich. Onto a new topic, which is very important in the eradication of hunger, is the food systems. The food systems are not an abstract concept. Das sogenannte Essenssystem ist etwas, was sehr wichtig ist, wo man jetzt auch noch stärker betrachten. If we have broken or flawed food systems, this could bring prices up, or it could simply prevent farmers from having a sustainable life, from being able to feed themselves. Und da gehört auch Hilfe eben für Farmer dazu und dass man auch in abgelegene Regionen die Hilfe bringen. We've come to analyze what are the challenges, the systemic challenges that are affecting the food systems worldwide. And we've come with three sorts of systemic challenges. The first one is what we call the last mile. Is when the hungry people or the food insecure people are difficult to reach because of geographic, political, social reasons. They're basically dass der Hunger verschiedene Probleme auch hat, kulturell auch Sachen, die das Land betrifft, aber auch menschliche Probleme, die da sind. Is what we call the bad harvest. It's basically when we have a bad harvest that has affected the food nutrition and the food security of the people, be it urban communities or rural communities. It means that by having a bad harvest,
The farmers and the small and in general, this population will resort to negative coping mechanisms. They will eat less or they will eat less nutritious food. The third challenge is what we call the good year. It's, yes, there's been a good crop, but the farmers don't have the technology to transport it, they don't have the post-harvest handling, and they may lose part Transport ist auch eine wichtige Sache, dass gerade auch, wenn man ein gutes Jahr hat, um die Sachen, die man produziert hat, können bringen. Of how WFP has been navigating and navigates throughout these three systemic challenges. Just by way of background, in our hunger strategies that we have in these 83 countries in the world, we actually create what we call a hunger eradication strategy, where we sit with the government and the international and national NGOs mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten, mit dem Land selber, aber auch mit verschiedenen Organisationen, Hilfsorganisationen, die im Land unterwegs sind, und man probiert da die auch miteinander zu vernetzen. The countries are accountable for the Agenda 2030. So the food strategy, the food system strategy, is an important element of this approach. In Colombia, aside from the normal project where we assist people with in-kind food and community assets building and school feeding, in Kolumbien beispielsweise ist auch in dem Rahmen von dem Projekt, das sie gemacht haben, hat man verschiedene Food-Systeme gemacht, und das fängt mal an mit Schulungen, die man muss machen mit den Leuten, dass sie das auch verstehen, also mit den Farmers, mit den Bauern vor Ort, wo man dort helfen. Over and beyond the traditional and subsistence markets that they have. The second approach that we're doing is that we, with Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture, we ensure that Kooperationen, wo man auch probiert, es wird das Bild zeigt, wie Kinder essen, holen, eben der Transport, auch die ganze Logistik, die immer wieder auch ein Thema in diesen Ländern sind. And last but not least, women have an important place in our strategy in Colombia. Und auch in Kolumbien hat die Frau eine wichtige Aufgabe in dieser Strategie. And markets. And we also provide them trainings on gender-based violence. Mit Schulungen, aber auch mit Übungen, man wird die auch ausbilden. We have the kommt nach Tansania. Of Dodoma, which is basically a hub where the food arrives from the port of Dar es Salaam, goes by road or by rail to Dodoma. Und dort ist so, dass das Essen, das kommt, zuerst nach Dar es Salaam ankommt und dann unterwegs dann geht mit dem Transport. That will mill the wheat, and we distribute it on the spot to the refugees from South Sudan, the Democratic Republic die Hilfe dann auch ankommt in verschiedenen Gebieten, wo vor allem auch dort sehr viele Flüchtlinge aus dem Sudan und dem Südsudan sind. Expand beyond and look further into how they could approach the Agenda 2030. I would like now to give you another example of how we aim at eradicating hunger by providing support to the small-scale farmers. The small-scale farmers are those producing most of the food in the world, but often they're the ones that are most exposed to hunger and to food insecurity, because they are exposed to the climate change, land degradation, weather phenomena. Sicherheit ist auch ein wichtiges Thema in diesen Ländern. Es wird sehr viel produziert, aber eben nachher die ganze Kette, die für uns selbstverständlich ist, wo dort häufig dann nicht so funktioniert. WFP has developed a number of approaches. The first of one, it's what we call we procure as close as possible to where we need that food. So we go and purchase what we call locally or regionally. So if I need it for the refugees from South Sudan, I'll try and purchase from Uganda or Kenya. Zum schauen, ob der Food regional ist oder eben überregional. Or that wheat flour from Canada, the United States or Australia. Because in that way I reduce transport costs, I reduce the time.
Da muss man immer wieder schauen, genau, eben, wo geht, wie wird das Essen auch immer wieder verschickt. Kanada, Australien, und da ist eine wichtige Sache auch Zeit und auch das Geld, wo man muss da unter Blickwinkel ist. Also vieles, wo auch ökonomische Interessen hat, und da hat man ja auch schon vielleicht auch gehört aus verschiedenen Regionen, dass eben manchmal der Import von Essen manchmal günstiger ist als das eigene Produzierte, das im Land gemacht wird. So I'll call it P4P. P4P is about avoiding the middleman and going directly and purchasing from the small-scale farmers. We und go man wird da eben mit verschiedenen Projekten schauen, dass die Hilfe nur vor Ort dann eben auch ankommt. We help them reinforce their crops. We support them with training on post-harvest handling. And we thereby purchase from them. Das Handling, wo man gehört haben, eben, das probiert man auch mit diesen Leuten zu schulen, dass man da auch eine Hilfe bekommt. Oder respektive, dass die Bauern dort eine Hilfe bekommen. Over and beyond the area and the community where they are working is bringing them to the markets of the next city. And that's why und eben das, was produziert wird, da helfen jetzt die Organisationen, dass man das Bauern die Produkte, die sie produzieren, dass sie das können auf den nächsten Markt bringen in der Region. Wo ist die nächste Stadt? Also dass da auch sie wie einen Zugang auch zu dem Markt bekommen. Progress project in 2008. So far, we've purchased over 400,000 metric tons of food, and 1 million farmers have been participating in this project. Und wie Sie hören, 1 Million Bauern, die da mitgemacht haben an dem Programm, wo Schulungen bekommen, Hilfe, wie sie können ihre Produkte am nächsten Markt anbringen. It's about helping them raising their incomes. Und so hilft natürlich auch, dass das Einkommen kann steigern und dass die Familien auch davon kann leben, was sie da selber produzieren. In terms of supporting the local economies, building systems. Ich will zeigen, was Sie als von der UNO auch machen vor Ort. Ich will da einen Traktor zeigen, der zur Verfügung gestellt wird, dass die lokalen Bauern noch besser können produzieren können. Now I would like to talk to you about 3 other pillars that are very important for us, but they are also start talking to all of us also here in Europe or in every country of the world. The first of them is packaging. We never thought of it before, but we're increasingly investing in packaging. Why? Because the food that we're distributing on the ground is often exposed to extreme weather phenomena, or to humidity, rain, dust, heat. Or simply, it's been wasted. As soon as, let's say, my food arrives in the port of Dar es Salaam, between loaded, being unloaded, transported on bumpy road, Transportmöglichkeiten sind, wird da vorne auch zeigen, eben auch Flugzeuge, wenn sich da vorstellen, Afrika, wo ja viel grösser ist auch von der Distanz her und dort auch das Flugzeug ein wichtiger Faktor auch in dieser Strategie. Come from universities on getting an expertise on better packaging. Let me give you an example. To combat undernutrition and malnutrition, we give children lipid-based nutrient. We used to give them in pots that they will open, they will be for 1 week. But this, of course, will be exposed to dust, heat, rain. We've now moved on to daily sachet. Und die hilft die fängt auch schon bei Kindern an, dass man dort dann auch schon hilft, dass auch mit Ausbildungen und mit Trainings, dass man das dort helfen, dass auch da für die auch eine Zukunft schaffen. The other area I would like to talk to you in terms of how we could look in the future in terms of eradicating hunger is the healthy diets. I know it talks to all of us, it talks to us in Europe, in the world, but it has also to talk to the countries, to those 83 countries where WFP works, and to those countries where the Agenda 2030 is still a long way to go.
The right to food is about ensuring not only access to food, but access to nutritious. Der Zugang gerade zum Essen etwas sehr Wichtiges ist, und da muss man sich einfach bewusst sein, dass das ein langer Prozess auch ist, wo man sich da darauf eingehen, also, dass man einen langen Schnupfen braucht, um das anbringen. Let me give you an example. 2 weeks ago, we issued a report in Latin America on the health situation in the Caribbean and Latin America. Since 1975, obesity has tripled. 1 out of 4 suffer from obesity in a continent where we still have 42 million people suffering from hunger. The reason for that? Ultra-processed food full of sugar, fat and sodium. Auch viele Leute von Hunger betroffen sind. By 25% between 2000 and 2013. The fast food have increased by 40% during the same period. Thereby, there is a recommendation to the government of Latin America and the Caribbean to start putting more taxation and fiscal imposition on und dann hat man eben geschaut in diesen Ländern, auch mit den einzelnen Regierungen auch, dass man da schaut, gerade im Bereich auch mit Zöllen und Abgaben, dass man dort kann verschiedene Sachen auch machen, um den Leuten zu helfen. More extensive government-led productive safety net. School feeding at schools so that children can have a better and nutritious meal, and blanket, or let's say productive safety nets led by the government for those poor families that cannot afford a healthy meal and they go for cheap fast food meal. Und dass günstige Essensausgabe auch möglich ist für die Leute, die dort betroffen sind, und eben auch verschiedene Hilfen, die man diesen Familien häufig auch mitgeben. My colleagues will dive more into it. It's food waste and food loss. Und natürlich auch dort ist Food Waste, also Essensverlust und Essen wegwerfen, ein wichtiges Thema. 1 billion metric tons every year are wasted or lost. And that 1 million metric ton could have supported 2 billion people every year. So in a world where we have 820 million 2 Millionen Menschen, die könnten mit dem Essen, das allein weggeworfen werden könnten, dort vor Ort ernährt werden, wenn wir eben zurückgeben und auch schauen, dass das zu den betreffenden Menschen kommen könnte. We eventually don't eat it and then waste it. The Food and Agriculture Organization of the United Nations has estimated that this 1 billion metric tons of wasted food cost to the global economy $1.3 billion. And if we put the economic, social and economic cost of these 1 billion metric tons of food wasted, this will go up to und eben, dass diese Kosten sind, also Kosten sind nicht direkt, sondern dass man so ganz viel auch verloren geht, durch das, dass eben so viel Essen verloren geht, weggeworfen werden, und dass man da nicht kann schauen, dass die Hilfe wirklich am richtigen Ort ankommt. Damit man auch eine weltweite Kampagne realisieren, dass man über das Problem überhaupt einmal nachdenken. Purchasing actually what we need, the quantities we need, and before throwing the food, wir dazu auch machen, wo wir dazu beitragen. Consume it before we waste it. And this campaign will continue to increase, and we'll try and get more and more celebrity chefs and restaurants to engage on. Und natürlich, dass die Sensibilität immer mehr steigern und dass man immer mehr dazu beitragen, dass eben die Verantwortung für alle Einzelnen gesteigert wird. To enable healthy diets for all and to halt hunger, overweight and obesity, we need all to collectively act, be it producers, consumers, distributors, governments, und da müssen alle miteinander zusammenarbeiten, also Produzenten, Kunden, aber auch die Regierungen und alle einfach die sogenannten Stakeholders, die müssen dazu beitragen, dass wir da eine Veränderung machen können. Be it of age, gender, ethnicity, or affiliation. I wish to close my quote with a quote from Ponte Francesco last October in occasion of World Food Day.
He said, sie wird mit dem Papst Franziskus the battle beenden, against hunger and malnutrition will not end as long as the dass der logic Kampf of the ums market Essen nicht wird prevails aufhören and profit is sought at any cost. He then added, we must come to realize that what we're accumulating and wasting is the bread of the poor. Thank you. Und dass dort eben mit dem Zitat von Papst Franziskus, dass das Essen, das wir fortschmeißen, dass das eben könnte das Essen von den Armen sein.